Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial-Video von Fescreen Sim. In diesem Tutorial-Video baue ich auf ein anderes Tutorial-Video oder eher gesagt auf zwei Tutorial-Videos. Zum einen habe ich bereits einen Förderer mit zwei Sensoren drin, wie man in einem Tutorial-Video sehen kann. Zum anderen bereits ein Layout, also einen Boden, der ein Layout bekommen hat und dementsprechend skaliert wurde. Und was ich jetzt hier mache, ist eben einmal Förderer dementsprechend vervielfältigen, indem ich das Hauptelement mir markiere, STRG-C klicke, den Cursor dementsprechend auf eine andere Position setze und dann dementsprechend diese Förderer eben auf diesem Layout positioniere. Und somit lässt sich eigentlich so eine Förderstrecke mit sich wiederholenden Elementen sehr schnell aufbauen. Und es ist auch nur eine Möglichkeit, die ich hier zeige. Natürlich könnte man hier dieses Element zunächst eine Bibliothek übernehmen und dann aus der Bibliothek immer einfügen. Aber für dieses Beispiel reicht es eigentlich, wenn ich das dementsprechend immer kopiere. Und der letzte Förderer in meiner Strecke, der soll jetzt eben auch ein Hubtisch werden oder eher gesagt eine Hubvorrichtung. Und dafür füge ich mir jetzt noch aus dem Projektbaum ein Bewegungselement ein. Und dieses Bewegungselement markiere ich dann und markiere mir auch meinen Förderer, den ich als Hubtisch bauen möchte, und nehme dann diesen Förderer und lege den unter dieses Bewegungsgelenk und kann somit dann eben Bewegungen ausführen lassen. Durch Markieren des Bewegungselements bekomme ich auch dessen Eigenschaften und ich kann dann dementsprechend hier im rechten Teil dann eben festlegen, wie dieses Element funktionieren soll. Der Bewegungspfeil zeigt mir auch immer an, in welche Richtung diese translatorische Bewegung aktuell, die ausgewählt ist, stattfinden soll. In unserem Fall passt die gleich. Wir wollen ja auch in der Z-Achse dementsprechend einen Hub ausführen und ich schalte noch den Modus von None auf Velocity. Also None bedeutet, es würde ein Positionswert entgegengenommen werden. Velocity bedeutet, es wird ein Geschwindigkeitswert entgegengenommen und beim Positionieren wird eben eine Ist-Position, eine Soll-Position und eine aktuelle Geschwindigkeit dementsprechend entgegengenommen. Also wir schalten ihn jetzt auf geschwindigkeitsgesteuert und zusätzlich möchte ich diese Hubeinrichtung gleich mit Limits versorgen. Also ich schalte auch diese Limit-Möglichkeit ein und kann dann diese Parameter dementsprechend auch im Slot-Bereich setzen. Also im Slot-Bereich sind immer die Möglichkeiten der Andockstellen eben parametrierbar. Natürlich kann ich diese auch im Logic Assigner, sei es jetzt grafisch oder über Tabelle, dementsprechend auch mit anderen Werten aus einer SPS oder aus einem Logikbaustein setzen. In meinem Beispiel gebe ich diese aber direkt einmal an und gebe einfach für das Maximum die 3 Meter an, weil ich einen 3 Meter Hub stattfinden möchte, und ich kann auch hier bereits eine Geschwindigkeit einmal übergeben, zum Beispiel 1 Meter pro Sekunde, und sobald ich das Feld verlasse, wird eben dann diese Geschwindigkeit übernommen und unser Hubtisch oder unser Heber fährt dementsprechend von 0 auf 3 Meter und bei negativer Geschwindigkeit fährt er eben wieder runter auf die 0 Meter Ebene. Und möchte ich jetzt zum Beispiel einen Drehtisch in meiner Anlage machen, so könnte ich jetzt genauso wieder einen Förderer irgendwo platzieren, ein Bewegungselement dementsprechend auf diesem anbringen. Ich kann aber auch gleich hergehen, weil ich ja dieses bereits hier vorfinde, und kopiere mir eben diese komplette Vorrichtung mit STRG-C. Und jetzt gehen wir mal in den freien Bereich im oberen Teil des Bildes und fügen uns das mit STRG-V wieder ein. Also wir bekommen dann eben hier wieder diesen Zusammenbau von diesem Bewegungselement zusammen mit dem Förderer, und ich markiere mir dieses Bewegungselement einmal, habe hier wieder dann die Eigenschaften des Bewegungselements und ändere dieses mal auf rotatorische Bewegungen, denn jetzt soll es ja ein Drehtisch werden, und ich gehe auch wieder in die Eigenschaften des Slotfensters und ändere eben hier jetzt das Maximum von 3 Meter auf 90 Grad. Und wir sehen auch, dass sich dementsprechend das Bewegungselement dann modellmäßig auch umschaltet. Also man sieht sofort auf den ersten Blick, hier findet eine rotatorische Bewegung statt. Die Achse ist auch indiziert, also hier haben wir eben eine Rotation in der Z-Richtung. Und bei der Angabe einer Geschwindigkeit, zum Beispiel 10 Grad, und Verlassen des Eingabefeldes, wird dann diese Drehung dementsprechend ausgeführt. Also jetzt dreht er mit 10 Grad pro Sekunde unser Drehtisch, bis er eben diese 90 Grad erreicht hat, und bleibt dann selbstständig stehen, weil dann eben diese Endlage erreicht worden ist. Und bei einer negativen Geschwindigkeit, zum Beispiel von minus 30 Grad und Verlassen des Feldes, bekomme ich dann eben die Rückwärtsbewegung wieder. Natürlich kann ich mir jederzeit auch die
Endlagen anzeigen lassen und dementsprechend mit Signale zum Beispiel auch in die SPS verbinden. Also wenn ich jetzt hier eben dementsprechend die Limits einschalte und gehe wieder in unseren Bereich zurück, dann bekomme ich eben hier auch aktuell, dass ein Limit erreicht worden ist. Und wenn ich jetzt dementsprechend eben unsere Drehung nochmal in die andere Richtung ausführen lasse, mit 40 Grad zum Beispiel, dann bekomme ich eben, wenn ich auf Aktualisieren klicke, dementsprechend den Umschlag, dass wir eben auf 90 Grad stehen und somit das Maximum erreicht wurde. Und das war's schon wieder mit diesem kurzen Tutorial und ich wünsche Ihnen viel Spaß mit unserer Software.